Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram euch mal gefragt, was euch so interessiert. Und ja, ihr konntet mir da ein paar Fragen stellen und ich denke mal, ich werde auf Instagram öfter mal so eine Fragerunden machen und die dann in ein YouTube-Video verpacken. Also, falls ihr mir noch nicht folgt auf Instagram, könnt ihr das gerne machen. Das werde ich ja ab und zu mal wieder hier und da mal einbinden, sowas. Und ja, ihr habt die Möglichkeit gehabt, mich was zu fragen, was euch interessiert, und ich werde die Antworten jetzt hier ja, vortragen. Habt die Fragen hier auf meinem Handy und ja, werde die euch dann nebenbei so ein bisschen präsentieren, würde ich mal behaupten. Ja, ich lege mir das mal so zurecht. Und nebenbei zocken wir natürlich eine Runde Shakes and Fidget. Wie soll es auch anders sein, ne? So, wir fangen mal an mit der ersten Frage, die ist: Spielst du Mario Kart 8? Da muss ich sagen, nein, spiele ich nicht. Ich habe aber früher Mario Kart Double Dash gespielt auf dem Gamecube, den seht ihr da hinter mir, ja. Da habe ich Double Dash drauf gezockt und das auch ziemlich lange, muss ich sagen. Und das hatte mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ja. So, die nächste Frage, das Ganze ist natürlich alles hier anonym, die hier gestellt worden ist: Wie viel Geld verdienst du mit YouTube? Ja, da kann ich euch ganz offen und ehrlich sagen, was ich da monatlich verdiene. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es ist ein guter dreistelliger Bereich, aber es ist noch so viel, aber es ist noch nicht so viel, dass es versteuert werden müsste. Das heißt, es fällt noch unter dem Grundfreibetrag, den man im Monat zur Verfügung haben darf. Und dann könnt ihr euch selbst in etwa ein gutes Bild davon machen, was ich so für Einkünfte im Monat habe. Das Ganze bezieht sich wirklich nur auf die YouTube-Werbeeinnahmen und nicht noch auf die Placements oder so, die es neben YouTube gibt. Das sind nur die reinen Einnahmen, die ich durch YouTube generiere. So, die nächste Frage ist: Spielst du nur Shakes and Fidget oder gibt es momentan noch noch andere Spiele momentan? Ja, ich muss dazu sagen, bei Instagram werden hier so die Fragen ein bisschen abgeschnitten und ich habe nicht rausfinden können, wie man die ganze Frage sieht, ohne dass man denjenigen antwortet, weil ich wollte dann erst in diesem Video hier antworten und nicht schon da mitten im Text. Da muss ich sagen, zeitmäßig leider nicht. Ich würde noch was anderes spielen, Call of Duty, eigentlich alle Shooter spiele ich ganz gerne, aber momentan habe ich da leider nicht die Zeit für, ja, sonst würde ich das ganz gerne machen. So, die nächste Frage ist: Wenn eine Rakete zum Mond fliegt und sie nur mit Frauen besetzt ist, ist sie dann unbemannt? Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ja, so, wir machen weiter. Hattest du schon mal einen Mental Breakdown? Wurde gefragt. Da muss ich tatsächlich sagen, hatte ich so noch nicht gehabt. Ich hatte mal eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen Verfolgungswahn gehabt irgendwie, aber das hat sich aufgrund meines positiven Mindsets, ja, der Penny wird sich jetzt freuen über dieses Wort, der wird davon immer schnell getriggert, muss ich eigentlich sagen, habe ich da eigentlich keine Probleme mit, und auch so psychisch, muss ich sagen, bin ich da eigentlich sehr belastbar, was das Ganze angeht, ja. So, die nächste Frage ist: Wann orgeln wir uns mal wieder einen rein mit Gerhard? Das hast du wieder wie so ein Achtarmiger mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Ja, also ist auf jeden Fall eine gute Frage, wer da, ja, ich hatte da ja auch mal ein kleines Special zu gemacht zur 400. Folge, wer das gesehen hat, der weiß auf jeden Fall auch Bescheid. Gerhard, der gute Gerhard. Wir waren richtig verklüngelt, Alter. Ja, wie ein Achtarmiger wieder ein reinorgeln. So, dann mal gucken, was haben wir denn noch? Warst du schon mal kurz davor, mit Shakes and Fidget aufzuhören? Muss ich sagen, nee, eigentlich nicht. Also das Spiel begleitet mich jetzt schon so lange und klar hat man mal hier und da nicht so viel Zeit, irgendwie das Game zu zocken, und dann wünscht man sich so, ey, eigentlich heute würde ich lieber Pause machen, aber dann kommt die Verpflichtung wieder dazu und ja, dann muss man halt doch durchziehen. Also ja, durchziehen ist auf jeden Fall die Devise, und deswegen ja, bin ich eigentlich nicht davon überzeugt, dass ich das Spiel aufhören wollte mal irgendwann oder in naher Zukunft aufhören werde. So, ich suche mal kurz die nächste Frage raus. Die besagt: Was sagst du dazu, dass die Reptiloiden den Bundestag unterwandert haben?
ja, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Ja, sollte man auf jeden Fall ja, was gegen machen, denke ich mal. Also so lost die Frage. Mal gucken, was haben wir hier noch? Hast du in irgendeiner Weise Lust an Shakes and Fidget verloren, was du irgendwie verspüren? Ja, da weiß ich jetzt wieder nicht, was danach kommt, weil das schon wieder abgeschnitten ist da hier durch Instagram. Ich denke mal verspüren lässt oder so, aber da muss ich sagen, wie schon davor betont, dass ich nicht die Lust an Shakes und Fidget verloren habe, aber ich gehe mal von aus, ich weiß, auf welches Video das bezogen ist. Und da kann ich dir zu sagen, dass ja, ich ja nun seit geraumer Zeit jeden Tag wirklich ein Video rausbringe und ja, das eigentlich auch so beibehalten möchte. Und dann kann es auch schon mal gut und gerne vorkommen, weil man ja nicht jeden Tag gleich gut drauf ist oder an dem Tag mal ein bisschen erschöpfter ist oder halt, ja, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen mad oder, ne, dann kann man das halt auch nicht so, also ich bin halt niemand, der das jetzt so großartig vor der Kamera wegretuschiert. Wenn ich halt mal irgendwie nicht so gut drauf bin oder halt mal komplett durchhänge oder so, komplett müde bin vom Tag über, ja, dann bin ich das halt auch im Video. So, da bin ich eigentlich ganz offen und ehrlich und verstell mich da nicht irgendwie großartig vor der Kamera. Wenn das so ist, dann ist das so. Dann leidet vielleicht die Qualität des Videos ein bisschen darunter, ja, aber ihr erlebt mich halt wirklich jeden Tag so und ja, nicht jeder Tag ist gleich so, ne? Nicht jeder Tag ist derselbe und deswegen ist man an jedem Tag auch immer, denke ich mal, anders drauf. Ich bemühe mich aber trotzdem, oder es kommt eigentlich sehr selten vor, dass ich mal einen Tag habe, wo ich wirklich sehr schlecht irgendwie gelaunt bin oder so. Gibt es eigentlich kaum welche. Meistens nur dann immer relativ erschöpft oder müde oder was weiß ich so. Also da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. So, dann sind wir, glaube ich, schon bei der letzten Frage erstmal, die ich jetzt erstmal so rausfischen konnte. Ich muss noch mal gucken. Ja, die letzten beiden Fragen sind relativ gleichgestellt. Einmal fragt jemand deine Ziele fürs Leben und dann fragt jemand, was sind neben SF deine Ziele für die Zukunft, zum Beispiel beruflich, privat und so weiter. Und ja, das sind Sachen, da habe ich bisher noch nie drüber gesprochen mit euch und habe auch eigentlich nicht wirklich vorgehabt, mit euch darüber zu reden. Allerdings sehe ich dann den Sinn dahinter nicht, warum ich euch das verheimlichen sollte, was meine Ziele sein sollten für die Zukunft und generell für mein Leben und sowas. Denn ich denke mal, jeder von uns hat Ziele im Leben, die er verfolgt. Falls ihr keine Ziele habt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall welche setzen. Auch wenn es nur kleine Ziele, Zwischenziele, Etappenziele sind, sei es hier auch in Shakes and Fidget zur Steigerung der Motivation oder halt auch im echten Leben. Ich finde immer, Shakes and Fidget kann man gut mit dem echten Leben vergleichen. Die Leute, die viel Ausdauer haben und durchziehen und an der Sache dranbleiben, die werden, denke ich mal, am Ende auch dafür belohnt. Meistens ist es so, ne? Und ja, selbst wenn man es halt versucht und nicht klappt, dann ist man trotzdem an Erfahrung reicher. Und deswegen, ich vergleiche Shakes and Fidget schon immer mit dem Leben so, dass man halt sehr viel Ausdauer, Disziplin braucht, ne? Und ja, man halt sehr viel Geduld im Leben auch braucht und ja, das auf jeden Fall dann einen vorantreibt und ja, was so die großen Ziele sind im Leben, kann ich euch verraten. Wie gesagt, ich habe da eigentlich auch privat nie mit jemandem drüber gesprochen und jetzt kann ich das ja mal so ein bisschen öffentlicher mit euch kommunizieren, weil ich, wie gesagt, auch nicht den Grund sehe, das, wie gesagt, vor euch zu verheimlichen, was ich eigentlich so mein ganzes Leben lang vorhabe, oder was heißt mein ganzes Leben lang? Ich sag mal so seit vielleicht so 1,5 Jahren, ein, 2 Jahren so ungefähr, seitdem ich eigentlich mit YouTube so Geld verdiene, so seit 2018. Ich mache ja das Ding hier mit YouTube schon seit 2011 und da kam einem noch nicht mal in den Sinn, dass man mit YouTube Geld verdienen kann. Da hatte man das einfach nur zum Hobby gemacht. Einfach aus Spaß, Lust an der Laune und ja, damals war das auch noch gar nicht so groß mit YouTube, dass man da Geld verdienen kann. Also, ne, ich habe halt erst mit 2018 damit Geld verdient und meine Ziele für die Zukunft auf mein Leben gesehen ist es eigentlich, ihr wisst ja, dass ich jemand bin, der relativ sparsam spielt auch und auch im Leben tatsächlich auch jemand bin,
der auch generell im Leben relativ sparsam ist. Ja, das war ich schon immer, das werde ich auch immer sein. Und ich denke mal, das ist auch eine ganz gute Eigenschaft von mir, nicht gleich das ganze Geld zum Fenster rauszuballern. Ja, kann man natürlich sehen, wie man will. So, der eine sagt, ey, ich muss mal kurz was trinken. Der eine sagt, ey, ich muss noch kurz was trinken, nicht mehr drin. Man lebt hier und jetzt und später wird es halt nicht mehr so sein, dass keine Ahnung, dass man halt so leben kann. Deswegen verpulvern viele Leute halt in den frühen Jahren ihr Geld. Und bei mir ist es halt andersrum. Ich möchte das lieber so haben, dass ich mein Leben ein bisschen später vielleicht leben möchte, dafür jetzt halt auf viele Sachen, Luxussachen verzichte. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt komplett abstinent lebe oder so. Ich habe bei mir auch im Regal ein Parfüm stehen, das kostet 300 €. So, da brauche ich euch auch nichts vormachen. So, ne? Also hier und da gönne ich mir schon was und es ist auch wichtig, dass man sich mal zwischendurch ein bisschen was gönnt. Einfach nur, damit man eine Belohnung hat, eine Motivation, und eine Belohnung ist auch immer was Schönes für einen selbst. So, ne? Also wie gesagt, gönnt euch auch zwischendurch was. Aber jetzt, um darauf zu sprechen zu kommen, was halt meine großen Lebensziele sind, die ich verfolge. Mir macht das hier mit YouTube sehr, sehr viel Spaß. Und das ist auch eine Sache, die ich auch mir vorstellen kann, noch mit 80 zu machen. Ja, Standpunkt jetzt. Wie es später ist, kann ich euch nicht sagen. Aber das sage ich euch zu dem jetzigen Standpunkt. Deswegen ist es eigentlich mein großes Ziel, eines Tages als Nebenverdienst, was ich jetzt auch schon habe, YouTube als eine Einnahmequelle zu haben. Das Ding ist, ich ziehe ja momentan sehr viel durch, was halt YouTube angeht und was halt auch mein Beruf angeht und auch mit den vielen Nachtschichten und sowas. Ich bin halt immer nachts unterwegs meistens und der größte Grund ist es eigentlich, oder was ich mir halt vorgenommen habe, eines Tages mal an dem Zeitpunkt zu sein, dass ich aus meinem Beruf, muss ich auch erwähnen, der mir sehr, sehr viel Spaß macht und ich mag meinen Beruf und ich bin auch gerne auf Arbeit und das ist auch alles cool. Die Kollegen sind auch super toll und alles und das macht sehr, sehr viel Spaß. Aber ihr kennt das wahrscheinlich selbst, die Leute, die halt 8 Stunden jeden Tag im Alltagstrott quasi drinne sind, die überlegen dann schon immer ein bisschen was anderes zu machen. So. Mein Ziel ist es eines Tages irgendwann mal mit dem Ersparten, wo ich halt momentan sehr viel für spare, das Ganze in Wohnungen zu stecken. Das ist meiner Meinung nach das Sicherste, was du heutzutage noch machen kannst. Wenn du jemand bist, der in Aktien investiert, in Bitcoin, das sind alles so Sachen, die sind sehr unsicher und da muss man sich auch viel mit befassen, Daytrading und sowas alles, das sind alles so Sachen, ja, weiß ich nicht. Das kann man machen, wenn man da sehr viel Know-how hat und da drin ist in der Szene, aber es sind halt auch Sachen, die halt nicht so safe sind. Meiner Meinung nach sind Immobilien das, was man heutzutage machen muss, die immer an Wert steigen werden und die halt immer eine sichere Anlage sind, weil es halt was Festes ist, so. Und deswegen ist es mein großes Ziel, mir eines Tages so, sagen wir mal 1, 2, 3 Wohnungen als Eigentum zu haben, das Ganze zu vermieten und von der Miete leben zu können, plus nebenbei mein YouTube-Ding hier weitermachen zu können, um eines Tages aus meinem Beruf, wo ich momentan fast mit Nachtschicht 9 Stunden täglich da bin, entweder zu kürzen oder ganz aufzuhören, um mehr Zeit für mein Hobby zu haben, und das ist halt das YouTube-Ding. So. Dann habe ich denn die Wohnungen, sagen wir mal 2 bis 3, so, das würde reichen, um einigermaßen über die Runden zu kommen, und dadurch kann ich mir mehr Zeit verschaffen, um hier mein Ding mit YouTube weiter durchzuziehen und das auch noch aktiver durchzuziehen. Wenn ich es machen wollte, wie ich es könnte, wenn ich könnte, wie ich wollte, ja, dann würde das Ganze ganz anders aussehen. Dann würde ich hier am Tag 5, 6 Stunden streamen, vielleicht noch ein bisschen mehr, plus ein Video am Tag hochladen. Und das täglich, wenn die Zeit da wäre. Aber die Zeit ist leider nicht da und deswegen kann ich das Ganze auch nicht nachvollziehen. Dann würde nicht nur Shakes and Fidget, dann würden auch andere Games gestreamt werden. Auf jeden Fall, da hätte ich richtig Bock drauf. Und um das aber machen zu können, braucht man halt die Zeit. Die Zeit, die ich nicht habe. Ihr wisst ja, die Leute, die mich verfolgen, mein Tagesplan ist jetzt schon
so gut wie maxed out. So, ich habe am Tag 3 Stunden Freizeit, wenn ich auf Arbeit bin. Und das ist die Zeit, die ich dann, noch keine Ahnung, irgendwie esse oder mich fertig mache, dusche, ja, also, ne, und dann ist halt auch noch, du hast halt auch noch eine Wohnung so und die du auch noch versorgen musst einkaufen, ne, das ist halt auch noch alles mit dabei, so. Und das ist halt die Zeit, die mir dann am Ende des Tages fehlt. Und wie gesagt, das ist halt dann so mein Gedankengang und so meine ganz großen Ziele im Leben, eines Tages dann 1, 2 schöne Wohnungen zu haben und plus dann noch den Einkommensstrom, den man dann halt durch YouTube hier hat. Ne? Das ist natürlich nur eine kleine Einkommensquelle durch YouTube, das ist klar. So, und aber das Ganze summiert könnte halt reichen, vielleicht auch über die Runden zu kommen. Und deswegen, das ist so meine Leidenschaft, wofür ich gerade momentan brenne, was mich antreibt. Das sind Sachen, die habe ich bisher noch nie großartig erzählt. Meinen engsten Kumpels habe ich die erzählt, die wissen davon Bescheid, aber ansonsten niemanden. So. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal so rausgehauen, weil ich gefragt worden bin, so was meine Ziele im Leben sind. So. Und das wisst ihr jetzt auf jeden Fall von mir. Ein Geheimnis, sag ich mal, was ich offenlegen kann, was aber ziemlich genau meine Zukunftspläne beschreibt. Und ich denke mal, wenn man keine Ziele im Leben haben würde, dann wäre das Ganze langweilig. Ob das eines Tages klappen wird, so wie ich mir das vorstelle, das sei mal dahingestellt. Das muss ich auch sagen, ist mir auch egal. Da muss ich ganz ehrlich sagen, mir wäre das komplett egal. Ich sag so, es wäre schön, wenn es klappen würde eines Tages, aber ich bin auch nicht traurig, wenn es nicht klappt. So. Weil man Sachen braucht, die einen antreiben im Leben und das sind die Ziele, die man hat. Und das sind aber, wie gesagt, Ziele, die müssen halt nicht erreicht werden, weil ich habe jetzt schon ein schönes Leben, meiner Meinung nach. So andere sagen, ey, was machst du eigentlich? Du bist den ganzen Tag irgendwie auf Arbeit, YouTube, dies, das, siehst kaum Freunde. So, das ist halt auch nicht irgendwie großartig, ein schönes Leben, aber ich fühle mich wohl und das ist das Wichtigste und das solltet ihr euch auch zu Herzen nehmen. Wenn ihr das, was ihr macht, gut findet und euch da drinnen wohlfühlt, dann lasst euch nicht von anderen sagen oder beeinflussen und eure Meinung ändern dadurch. Zieht auf jeden Fall das durch, was euch gefällt, wofür ihr brennt, wofür ihr die Leidenschaft habt. Und wie gesagt, es wäre nicht schlimm, weil ich jetzt einen festen, guten Job habe, der sicher ist, eine sichere Einkommensquelle, einen Job mache, der mir Spaß macht und alles tippitoppi soweit ist und ich mein Hobby verfolgen kann. Das ist für mich das Wichtigste. Wenn ich aber eines Tages mein Hobby neben den anderen Einkommensquellen, die ich dann haben würde, noch zum Beruf weiter ausbauen könnte, wäre das natürlich für mich der größte Wunsch, der in Erfüllung gehen würde. Und ich denke mal, euch kann ich dadurch auch ein bisschen mehr auf die Nerven gehen und das würde vielleicht den einen oder anderen von euch auch freuen, wenn das klappen würde. Ja, und jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Das ist ein Video, was sehr bedeutsam ist jetzt für mich an der Stelle. Und ich hoffe mal, dass das auch so angenommen wird von euch. Und ich denke mal, das war's soweit. Ich habe alle Fragen soweit durch. Und ihr konntet da so ein bisschen meine Gedankengänge verstehen. So. Und dann würde ich sagen, war's das von dem Video auf jeden Fall. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und auf noch eine schöne weitere Zeit. Und ich bleibe euch auf jeden Fall erhalten, solange es mir gut geht, solange ich das machen kann und das verfolgen kann, dann mache ich das und weil es einfach meine Leidenschaft ist. So. Jo, das war's. Wir wollen nicht weiter hier irgendwie melancholisch werden, und deswegen sind wir mal ganz schnell raus an der Stelle und vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren jahrelangen Support, muss ich mich auch nochmal bei euch bedanken, weil ohne euch wäre ich auch nicht hier, wo ich jetzt gerade bin. Und das ist auch nicht selbstverständlich und dafür bin ich euch wirklich vom Herzen dankbar, dass ich das Ganze hier auch so machen darf. Das ist auf jeden Fall ein Privileg, was nicht alle haben und da bin ich auf jeden Fall sehr froh drüber und möchte, weil mir das so wichtig ist, das Ganze auch nicht über den Haufen schmeißen. Ja. Gut, das war's.
wie gesagt, ich wünsche euch nur das Beste, viel Gesundheit, viel Glück in eurem Leben und ja, brennt für das, was ihr wollt. Ja, okay, jetzt habe ich das Ende verschissen. Ich bin raus, bevor es hier noch schlimmer wird, ja, aber ich denke mal, man versteht den Spirit dahinter. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.